Ladies and Gentlemen, Special Announcement, Bonus-Episode EP007 Reflections mit eurem Host. Hi, mein Name ist Son. Herzlich willkommen bei The Art of Being Human. Hey Leute, ich dachte mir ganz kurz an dieser Stelle, lasst uns eine kleine Reflections-Episode aufnehmen. Es ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt. Es ist die 7. Folge sozusagen. Und die 7 ist immer ganz besonders, immer extrem, glaube ich, voller Bedeutung. Und aus diesem Grund, warum nicht? Warum nicht, bevor es munter weitergeht mit den Interviews? Einige sind schon noch in der Pipeline. Aber ich dachte mir, why not? Why not? Mal hinsetzen, kurz reflektieren, die Gedanken, die Entwicklungen, die Herausforderungen, die Zweifel der letzten Tage, Wochen und Monate nochmal Revue passieren lassen und so euch mitzunehmen in einfach die Reise, die ich begehen durfte mit diesem Podcast. Ja, genau. Also lasst uns ein bisschen darüber sprechen und dann gehe ich nochmal drauf ein, wie es auch dann noch weitergehen wird. Aber ich habe das Gefühl, dass gerade so ein erstes Kapitel, eine erste Season zu Ende geht mit diesem Podcast, beziehungsweise mit dieser ersten Serie an Interviews und das jetzt eine zweite folgen wird. Bevor ich weitermache, erstmal ein wirklich fettes Dankeschön an jede einzelne Person, die wirklich reingehört hat in den letzten Monaten, die sich die Folgen angehört hat, ob alle oder nur einzelne. Danke für die Abos, die ihr hinterlassen habt, die Subscriptions auf YouTube, die Rezensionen, die ihr geschrieben habt auf Spotify und Co. Also ich habe letztens, glaube ich, gesehen, 90 Bewertungen, 5 Sterne durchgehend. Also wow, überwältigend. Vielen Dank dafür. Das bedeutet mir echt sehr, sehr viel. Vor allem in dieser Anfangszeit ist es so extrem wertvoll, einfach zu sehen, dass extrem viele das supporten oder ihr das supportet und das tut, was ihr tun könnt, um einfach das mit zu pushen. Deswegen von Herzen her, wirklich von Herzen her, vielen Dank. Ich habe so gutes Feedback zurückbekommen und erhalten. So viele Menschen, die mir geschrieben haben über die ganzen Social-Media-Plattformen oder direkt mir persönlich gesagt haben, hey, wie Mehrwert einfach für sie kreiert worden ist durch diese Podcast-Serie, durch die ganzen Gespräche, die geführt worden sind, selbst wenn sie nicht immer direkt vielleicht was mit der Person zu tun hatten, aber dass man irgendwie doch immer was mitnehmen konnte und es super spannend war, einfach aus den verschiedensten Perspektiven und mit den unterschiedlichsten Menschen dort theoretisch mit ins Gespräch sich hineinzulehnen und eins zu führen. Wow. Also ich bin überwältigt, danke für dieses positive Feedback und auch einige ehrliche Gespräche, die ich führen durfte, bezüglich was vielleicht besser gemacht werden kann, was noch fehlt, wo Potenzial ist, um zu wachsen. Bitte weiter einfach mir schicken, weiter kontaktieren, weiter Feedback hinterlassen, weiter kommentieren. Hilft einfach nur dem Ganzen, um nicht stehen zu bleiben, um weiter zu gehen und größer zu werden, beziehungsweise tiefer zu gehen, zu wachsen und so weiter. Also please keep going an dieser Stelle. Last but not least, in dieser Dankesrede jetzt schon, muss ich echt 2 Leute hervorheben. Es gibt einige Leute, die mir bisher geholfen haben, immer wieder vereinzelt hier und dort. Auch da ein massive Shoutout, habe ich immer wieder verlinkt in den einzelnen Folgen. Aber es gibt 2 Personen, die hauptsächlich mir bisher extrem unter die Arme geholfen haben. Das ist einmal der Puck und das ist einmal der Aaron. Ihr seid Schätze, wirklich. Ich küsse eure Augen. Ja. Der Aaron ist mein Tontechniker oder Soundmann und der Puck ist mein Kameramann sozusagen. Also die Einstellungen, das Color Grading, das Editing, das findet alles über ihn statt. Und ohne euch wäre diese Qualitätshöhe oder wie sagt man, diese Art von Qualität wäre nicht möglich gewesen ohne euch. Und das ist wirklich bemerkenswert. Also ich bin zutiefst dankbar. Auch hier so viele Menschen, die mir geschrieben haben und die mir gespiegelt haben, wie krass sie es fanden, einfach, dass die Qualität selbst am Anfang schon so hoch ist und so
krass oder dass wir so krass unterwegs sind an dieser Stelle. Das ist euch zu verdanken und ich schulde euch wirklich, vielleicht nicht mein Leben, aber auf jeden Fall bin ich euch extrem, extrem dankbar. Okay, cool. Leute, ich bin tatsächlich noch gar nicht wirklich zum Reflektieren gekommen. Es ist so viel passiert, wirklich. Diese letzten 2, 3, 4 Monate. Ich habe im Juli den Trailer hochgeladen. Ich glaube, 1. Juli war das. Jetzt haben wir Juli, August, September, Oktober, Mitte Oktober, also 3,5 Monate. Hört sich voll kurz an und ich weiß, jede zweite Woche ist auch erst eine Folge rausgekommen oder das ist der Rhythmus. Aber die Arbeit, die dahinter steckt und einfach die Orga und all das, was so passiert ist in dieser Zeit, ist extrem viel gewesen. Ich muss sagen, ich bin wirklich noch nicht wirklich so zum Reflektieren gekommen, sondern das ist alles in so einem Hustle Ding geschehen, ja, wo man voll in dieser Produktivschiene unterwegs ist, was geil ist und gleichzeitig aber noch nicht so wirklich, ich glaube, seinen nachhaltigen, langfristigen Rhythmus gefunden hat. Und darauf arbeite ich hin. Deswegen komme ich nochmal drauf zurück mit diesem Chapter 2 oder Season 2 für diese Podcast-Sache hier. Aber ja, ich bin viel unterwegs gewesen. Ihr habt es gesehen, ganz viele Gäste aus München, die mit eingeladen waren und die dann gefilmt und interviewt wurden. Dann jemand aus Köln, aus Kempten, also so ein bisschen Süddeutschland und einmal Nordrhein-Westfalen. Und es hat mega viel Spaß gemacht. Also ich war wirklich in dieser Zone, wo man frühmorgens aufwacht, weil man schon, keine Ahnung, so viele Gedanken und Ideen hat, wie es weitergehen kann und soll und wen man anfragen möchte und welche Planungspunkte noch offen sind, um das nächste Recording klar zu machen. Und genau, also frühmorgens aufgestanden, direkt sozusagen reingestürzt in dieses Passion Project und dann spät abends nicht einschlafen können, so weil man noch, weil man nicht einfach aufhören konnte zu träumen, so, ja. Aber das ist so meine Realität gewesen, vor allem im ersten Monat und dann hat sich das so langsam gelegt, aber es war weiterhin in einem voll tollen und gesunden, leidenschaftlichen Rhythmus und in einer leidenschaftlichen Geschwindigkeit unterwegs, so. Und das halt neben all dem, was sonst so noch läuft im Leben. Ne? Also ja, das bedeutet ganz viele Sachen, die nebenbei noch laufen müssen, wo du ganz normal arbeiten gehst, wo du mit deiner Family lebst und ein Social Life aufbauen solltest, ja, wenn du in eine neue Stadt umziehst. Und ich bin ja jetzt erst sage ich, aber ich bin schon seit 10 Monaten jetzt in Berlin und weiter am Sanieren meiner Wohnung, beziehungsweise jetzt wirklich in den finalen Zügen. Es hat so lange gedauert, Leute, wirklich. Ich dachte im Mai, ich bin nach einem Monat fertig, aber jetzt sind wir im Oktober und ich denke, nächste oder übernächste Woche werde ich final dort einziehen. Aber wow, es hat so lange gedauert und es war so mühsam. Ich bin sprachlos an dieser Stelle, weil es hat so viel Spaß gemacht am Anfang und danach war es echt zäh so und jetzt bin ich einfach nur noch froh, wenn es durch ist. Aber eine alte Wohnung zu sanieren, also ich rede nicht von renovieren, sondern wirklich sanieren, Sachen rausreißen und den Boden neu machen und so ein Zeugs. Und das als Laie, dang it, guys. Also ich weiß jetzt Handwerker zu schätzen, aber so, wenn du es alleine machst, und ich habe ganz viel selbst gemacht, weil ich einfach die Kapazität jetzt diesmal dazu hatte. This is something, Alter. Also das ist wirklich, wirklich etwas, was man seriously considern sollte, bevor man anfängt. Aber egal. Ich bin jetzt fast durch und ich freue mich auf dieses neue Kapitel, weil es einerseits bedeutet, mein Space wieder zu haben. Extrem wichtig. Ich habe euch schon über Family Dynamics ein wenig erzählt und berichtet. Ja, also wichtig, seinen Space zu haben, vor allem ab einem gewissen Alter und vor allem ab einem gewissen Punkt, wo man einen Lifestyle entwickelt hat, wo man das einfach braucht. Dann zweitens Social Life nochmal neu aufzurollen und nicht so ein bisschen stuck zu sein. Ich liebe es hier so ein bisschen außerhalb von Berlin. Also wir leben immer noch innerhalb von Berlin, also offiziell meine Eltern. Aber
es ist eher ländlich, eher ländlich. Ich genieße es. Es war geil für die Marathonvorbereitung, weil es hier einen Wald gibt und so und man frische Luft hat und klaren Himmel und einfach Space so, ja. Aber eben nicht Space, wenn du Solitude aufsuchst, also Zeit für dich brauchst, so, sondern dann bist du schon so ein bisschen halt mit Menschen umgeben, die dir lieb und teuer sind, aber wo es einfach Zeit ist, auszuziehen. So, ne? Anyways, genau, also darauf freue ich mich. A, B, mein Wohnzimmer dient ja gleichzeitig so ein bisschen dann auch als Studio. Ich möchte dort das als meine Basis nutzen, hier für Berlin, um einfach Aufnahmen auch hier vor allem dort recorden zu können. Und das wird einiges an Arbeit und Orga abnehmen, vor allem, weil du dann nicht mehr mobil sein musst. Ne? Also das bedeutet, davor haben wir echt extrem viel Equipment rumschleppen müssen, hin und her schleppen müssen, um dann Sachen aufzunehmen, und die mussten halt auch erstmal aufgebaut werden, abgebaut werden und transportiert werden. All diese Sachen entledigen sich nicht komplett, weil ich werde immer noch hier und dort herumreisen und Sachen aufnehmen, aber ich werde versuchen, viele Folgen eben aus Berlin heraus aufzunehmen und hier dingfest zu machen. Deswegen, yes, also brauche ich da Hilfe gerade in der Einrichtung, beziehungsweise habe ich schon mal hier und dort kleine Q&As gestartet auf Insta. Aber wenn du gute Tipps hast, wie man oder wo man gute Möbel herbekommt, beziehungsweise was deine Favorite Interior Brands sind und so weiter, dann nur her damit so. Aber ja, das ist happening so nebenbei. Also sanieren, einrichten, die ganzen Sachen irgendwie klären, die dazu anfallen. It's been a very, 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 very long to-do list. Und ja, ich starte 1,5 neue Jobs so ab Montag. Heute ist der 14. Oktober, also in 2 Tagen. Und genau, bin super gespannt, wie sich da Sachen entwickeln werden. Vielleicht beim nächsten Mal mehr dazu. Aber ja, das ist, was bei mir gerade so abging. Ich bin im Urlaub auch gewesen, um meinen Halbmarathon zu laufen in Lissabon. Also so ein Semi-Urlaub eher. Aber es war mega. Es war mega und auch das war cool. Gleichzeitig so ein Abhaken von einer Sache oder einem Punkt, was als Bucketlist, den ich mir aufgeschrieben hatte. Und auch das war super spannend, hat aber auch sehr viel Kapazität in Anspruch genommen. Aber war wichtig. Ich glaube, war wichtig. Kurz vielleicht dazu. Ich sehe so viele Parallelen, ne? Also im Leben mit diesem Marathonprojekt. Life is like a marathon. Wirklich. Das hört man nicht zum ersten Mal jetzt so. Aber in der Vorbereitung habe ich gemerkt, dass jeden Tag, wo du trainiert hast oder wo du Arbeit hineingesteckt hast, das hat am Ende des Tages gezählt, als es dann drauf ankam. Weil als ich dann jetzt vor einer Woche am Sonntag, den Halbmarathon gelaufen mit 21 Kilometer, habe ich gemerkt, okay, ich habe alles gegeben davor, dass ich jetzt alles geben kann. Und ich muss ehrlich sagen, also vielleicht machen wir kurz einen Deep Dive hier an dieser Stelle, aber 21 Kilometer in einer 5er-Pace, also mein Ziel war jeden Kilometer in 5 Minuten abzulaufen, sodass ich am Ende des Tages nur 1 Stunde 45 brauche für 21 Kilometer. Das zu schaffen, das ist, also man muss jetzt kein Superathlet sein, aber so als Laufanfänger, wenn man das so sagen kann, ist das schon hoch ambitioniert, würde ich mal behaupten. Ja, also für jeden, der sich so hineintastet in diesen Bereich hinein, das ist nicht ohne. Das ist nicht ohne, 5 Minuten zu brauchen pro Kilometer und das für 21 Kilometer. Und deine Prep-Phase, in der Prep-Phase läufst du nie 21 Kilometer, sondern es sind immer pro Woche 3 Läufe, 5 Kilometer meistens, so ein Kurzlauf, 5 bis 6 oder 8 Kilometer. Und dann hast du so einen langsamen, längeren Lauf, so ab 8 bis 10 und dann halt nochmal einen längeren, auch langsam gelaufen von 10 bis 18 halt, je nachdem, je nach Woche. Aber du merkst dann im finalen Lauf, dass
das so wichtig war. Jeden Kilometer, den du zu Hause, in der Vorbereitung, im Training absolviert hast, der wird zählen am Ende des Tages. Das heißt nicht, dass du perfekt performen wirst und dass du immer die Höchstleistung direkt abrufen kannst, aber du bereitest dich so darauf vor, dass am Ende des Tages du potenziell das Maximale geben kannst, dann, wenn es eben drauf ankommt. Und genau das war bei mir der Fall. Also ich bin gelaufen und ich habe tatsächlich meine Zeit geschafft. Ich war mir nicht zu 100% sicher, ob ich es schaffen werde, weil ich noch nie so in dieser Pace gelaufen bin für so lange. Ich habe kürzere Strecken geschafft, so zu laufen. Aber du musst bedenken, nur weil du 10 Kilometer lang schnell bist, dass es nicht automatisch heißt, dass du danach die 11 Kilometer locker hinkriegst. So, ne? Sondern deine Herzrate steigt, du musst die Temperatur mit beachten und du wirst müde. 1,5 Stunden oder 1 Stunde 45 zu laufen, das ist nicht ohne, das ist eine ganze Zeit so, wo dein Körper unter Stress ist, herausgefordert ist und bis an seine Grenzen gebracht wird. Und so war es halt auch bei mir. Ne? Also mein Körper hat sich nicht geil angefühlt beim Lauf, aber irgendwie hat er sich doch so eingespielt und war dann doch so eingeölt, sage ich mal, dass am Ende des Tages ich die Pace geknackt habe. Und ab Kilometer 15 zwar super am Struggeln war, aber in diesem Mental Battle, den du dann führst, ja, diesem mentalen Kampf, der wirklich kopftechnisch auszufechten ist, dass dein Körper doch imstande ist, diese Dinge zu tun, wenn du halt deinen Kopfkampf gewinnst sozusagen. Anyways, also das war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung und ich habe gemerkt, es gibt so viele Parallelen, ne, weil am Ende des Tages sind es die Gewohnheiten, sind es die Dinge, die du täglich machst, die zählen. Weil die großen Momente, die kommen vielleicht so, aber du wirst nicht immer gut vorbereitet sein. Und alles, was du tun kannst, damit du nicht jedes Mal in Anführungsstrichen versagst oder nicht das Ziel oder nicht die Erwartungen triffst, dann, wenn es drauf ankommt, damit du dieses Szenario vorbeugst, glaube ich, führt eben nichts drumherum, weißt du, dass du ja, dich gut vorbereitest, dass du Disziplin zu deinem Freund machst, weil am Ende des Tages genau das andere ermöglicht. Ich weiß nicht, ob ihr noch folgen könnt, aber naja. Aber wow, also das war krass. Das war wirklich krass, hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Und als ich angekommen bin in der Ziellinie, habe ich ein Eis in die Hand gedrückt bekommen, meine Medaille und ein Wasser. Und ich habe mich einfach nur irgendwo hingesetzt. Ich musste einen Platz suchen, weil ich war halb am Umkippen so. Und erstmal hat man mich dort vorgefunden, im Schatten am Eis schlecken oder Eis verschlingen und Wasser trinkend und einfach irgendwie auftankend. Genau. Lissabon Runners Halbmarathon-Erfahrung gewesen. Werde ich weitermachen? Das ist die Frage. Weiß ich noch nicht. Was ich sagen kann, ist, ich werde auf jeden Fall irgendwas weitermachen. Es war zwar anstrengend, es war zwar herausfordernd, es hat trotzdem mir einen Rhythmus gegeben, in diesen letzten 3 Monaten am Ball zu bleiben. Ich wusste nach einem langen Tag, dass noch ein Lauf anstand und dieser zu bewältigen ist. Und deswegen, hält dich das alles sehr scharf oder es hält dich auf Trab. Und ich glaube, das brauchen wir im Leben. Also man kann es auch übertreiben so, aber wenn du jung bist, wenn du gesund bist, wenn du eine gewisse Flexibilität hast und eine gewisse Kapazität, ja, die du nutzen und gebrauchen darfst in deinem Leben, das hat auch ein bisschen was mit Luxus zu tun so, die Freiheit, gewisse Entscheidungen zu treffen und Hobbys oder Aktivitäten zu verfolgen. Wenn das dir gegeben ist, dann solltest du dich auf jeden Fall stretchen lassen. Oder dich in die Situation begeben, dich stretchen zu lassen, weil es wird dich zum Wachsen bringen. Meine Empfehlung an alle, lauft einen Halbmarathon. Lauft einen Halbmarathon. Okay, cool. Wie geht's weiter? Ich bin, wie gesagt, am Einrichten. Die nächste Folge wird
übernächste Woche aufgenommen und direkt auch hochgeladen. Ihr dürft euch freuen auf Leute aus neuen Segmenten, also aus dem Business-Bereich habe ich einige Leute im Visier, beziehungsweise der nächste Gast kommt aus dem Business-Bereich. Mit einem Politiker bin ich gerade im Gespräch. Darauf habe ich richtig Bock. Ich hoffe, das klappt alles. Und viele, viele mehr, die noch in der Warteliste oder in der Pipeline sind, mit denen ich Absprachen halte und so weiter und so fort. Ja, das wird spannend. Ich hoffe, dass ich auch an der Stelle einfach auf Trab bleibe und meinen Rhythmus halten kann. Gar nicht so einfach, weil nicht immer alles nur von dir abhängt und weil doch productionmäßig ein wenig mehr Aufwand dahinter steckt, als nur 2 Mikros hinzustellen. So. Aber ich bin trotzdem dankbar und ich empfinde so viel Dankbarkeit in meinem Herzen, dass ich in dieser Art und Weise auch schon starten durfte und nicht das sich langsam irgendwie mit der Zeit das aufgebaut hat. Keine Ahnung, ob ich jetzt immer in dieser Qualität die Videos aufnehmen werde, aber ich sage das einfach mal so heraus, weil ich blessed bin mit Freunden, mit Kollegen, die mir an dieser Stelle helfen und die das Know-how haben, die skilled sind in dem, was sie tun und richtige Profis sind und deswegen sich mehr oder weniger jeder ein bisschen auf eben das konzentrieren kann, was er gut tut oder tun kann. So, ne? Yes, also das ist so eine kurze Reflection an dieser Stelle. Oder ich gehe nochmal vielleicht auf einen Punkt ein. Und zwar, ich fand es super interessant als Host eine gewisse Entwicklung auch zu sehen. Einen Unterschied zu beobachten beim Gesprächsfluss oder bei der Gesprächsführung mit jedem neuen Gast so und bin echt gespannt, in welche, ich sag mal, noch größere Freiheit und stärkere Transparenz und Tiefe man gehen kann, indem ich als Host meinen Beitrag leiste und auch selber hier an dieser Stelle wachse. Nicht einfach nur stumpf irgendwelche aufgeschriebenen Fragen zu stellen, sondern einen Raum kreiere, um ein Gespräch, eine Konversation zu führen, die wirklich ans Eingemachte geht. Also ich finde es super spannend. Ich weiß nicht, ob ihr das so bemerkt habt, aber es sind einfach einige Punkte für mich da gewesen, die mir aufgefallen sind. Einige Sachen, die ich auch mit anderen Personen reflektiert habe. Aber ist gar nicht so einfach, um ehrlich zu sein. Ist gar nicht so einfach, gewisse Dinge Leuten zu entlocken. Nicht manipulativ, sondern eher so dieses einen sicheren Rahmen, ein safe Place zu schaffen, und trotzdem im Hinterkopf die Audience zu haben, beziehungsweise zu wissen, okay, das hier ist nicht nur ein Zweiergespräch, sondern das wird halt gestreamt, das geht raus und es werden ganz, ganz viele Menschen irgendwie reinhören. Also diese Spannung, diese Dynamik ist, wie soll ich das erklären, wirklich spannend, atemberaubend, herausfordernd und interessant gewesen zugleich so. Also da bin ich noch so mittendrin, einfach das zu reflektieren und zu schauen, okay, was kann ich tun und wie war das so mit Gast Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6 so. Auch die verschiedenen Themen oder sich auf die verschiedenen Themen vorzubereiten und darauf einzugehen und gewisse andere Intros vielleicht mal auszuprobieren. Also da steht noch so viel im Raum. Ich habe jetzt heute einfach mal frei heraus dieses Ding gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr viel Struktur drin entdeckt, aber ich hoffe, es hat euch ein wenig Einblick gegeben in die Behind-the-Scenes-Prozesse der letzten Wochen. Ich kann nur noch mal an dieser Stelle sagen, wirklich, es ist eine Ehre. Es ist überhaupt nicht selbstverständlich. Es ist ein riesengroßes Privileg, diese Plattform nutzen zu dürfen und dass Menschen hier reinhören, dass ihr reinhört. Es ist manchmal unverständlich für mich. Also ich frage mich manchmal echt so, warum hören Leute uns mir zu oder warum sollte sie das interessieren? Aber die Intention ist ja weiterhin, Mehrwert zu kreieren und Wahrheit aufzusuchen. Und ich glaube, wenn du purpose-driven bist, wirst du immer
Menschen dazu bewegen, ja, das mitzutragen oder selbst inspiriert zu werden durch das, was du da tust oder das, was man dann tut. Aber gut, es ist spät, Leute. Ich habe keinen roten Faden mehr im Kopf. Und deswegen hoffe ich, dass das gut genug war. Keine Ahnung, wie ich das abschließe. Aber ja, vielen Dank. Vielen Dank fürs Reinhören und hoffentlich bis bald zur nächsten Bonus-Episode. Bye, bye.